Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper und mit meinen 2 Hunden zurzeit auf Kreta und werde hier wahrscheinlich eine Weile bleiben. Ich möchte heute auf die Macht der Symbole zu sprechen kommen, wie sie mir geholfen haben oder woran ich gemerkt habe, dass sie helfen und dass sie eine krasse Energie haben. Ich habe da natürlich auch ein paar Hilfsmittel gehabt, die mir das dann bestätigt haben. Aber bevor ich darauf komme, wollte ich noch mal kurz auf das letzte Video noch mal eingehen. Da habe ich über die Macht der Gedanken und des Glaubens gesprochen. Ja, und dass unsere Worte wahrscheinlich verändert wurden zum Negativen. Ja, mir sind noch ganz viele Sachen dann eingefallen. Das ist jetzt hier in der Nähe von der André-Schlucht. Ja, ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Worte aufnehmen, die richtig gut sind, zum zeigen, wie wir verarscht werden. So, man kann schon sagen, also man kann das eigentlich schon sagen, dass knallhart, dass wir verarscht werden. Zum Beispiel das Wort Medikament, das ist lateinisch. Ich habe das gestern gesehen, hat jemand das gezeigt, ich wusste das gar nicht. Und zwar, je nachdem wie du das teilst, wenn du schreibst me und dann dika und dann ment, 3 Worte, dann heißt das sowas wie wir lügen dich an oder so. Wenn du me und dann dikament, 2 Worte, also nur me, 1 Wort und dann dikament, dann heißt das sowas wie wir werden dich töten oder du wirst getötet oder irgend sowas. Ja? Krass, oder? Wie passend eigentlich. Deshalb nehme ich auch keine Medikamente. Also schon aus der Intuition und aus eigener Erfahrung. Jetzt muss ich mich mal kurz gegen den Wind drehen. Es ist auch klar, dass wir belogen werden. Wer da überhaupt noch Medikamente nimmt, okay, der ist eh schon so tief gefallen, dass er davon abhängig ist, leider, und sich nicht frühzeitig um seine Gesundheit gekümmert hat. Ah nee, jetzt ist es wohl wirklich so windig, dass ich hier jetzt nicht weiterlaufen kann. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. Ja, dann gibt es zum Beispiel das Fernsehen, ne? Das kannst du auch gleich aus dem Fenster werfen. Television, also Television. Television heißt quasi, erzähl eine Vision, ein Märchen. Erzähl eine Geschichte, ein Märchen. Uns werden Märchen erzählt, natürlich. Nachrichten, das ist ein schönes deutsches Wort, wonach du dich richten sollst. Steuern, womit wir gesteuert werden. Warum heißt das sonst steuern? Ja, damit können sie vieles steuern, ne? Kontrollieren quasi. Uns kontrollieren, ja. Dann ist mir mal aufgefallen, Amazon. Haben ja viele immer gesagt, wow, nee, das ist ja eine ganz schlimme Firma und so. Und habe ich nie geglaubt, bis ich dann erkannt habe, dass in dem Wort Amazon steht. Mason heißt auf Deutsch ein Freimaurer. Und dann gibt es auch so ein
Zirkelzeichen mit dem A im Logo. Das Zirkelzeichen von den Freimaurern. Ja, so wird uns das gezeigt. Dann Google hat ja einen neuen Webbrowser, also neu ist er nicht mehr, aber der nennt sich jetzt Chrome. Okay, klingt nach Adrenochrome, ne? Ja, also da kann man noch viele, viele andere Beispiele nennen. Also die großen Firmen sind alles, oder ich sag mal, dahinter stecken die Schwerverbrecher. Und man sollte gucken, dass man immer bei kleinen Firmen einkaufen geht. Nun zu der Kraft der Symbole. Ich habe ein paar Symbolkarten mitgenommen. Ich muss mal kurz meine Tasche kramen. Was haben wir denn hier? Das ist das Auge des Horus. So sieht unsere Zirbeldrüse aus. Genau so. Ist ein ägyptisches Schutzsymbol. Ja, das hilft dir auch, denke ich, dein drittes Auge zu eröffnen. Hier steht jetzt drauf, lasse die Erinnerung in dir erwachen. Also diese Karten, die habe ich mal gekauft, von Heilen mit Symbolen oder Malen, wie heißt das, Heilen mit Symbolen oder so ähnlich. Heilen mit Symbolen, ja. Das sind verschiedene Symbole aus aller Welt, heilige Geometrien, aber auch andere homöopathische Strichcodes. Ich habe davon auch ein Beispiel mit und sonstige Symbole aus aller Welt. Und da ist auch ein Buch bei und da kann man dann die Beschreibung dazu lesen und die Botschaft dahinter. Also ich ziehe ab und zu mal eine Karte, alle paar Wochen, und damit lade ich dann mein Wasser auf. Allerdings habe ich auch schon mal bei einem LSD-Trip, wobei die Sinne geöffnet werden, das ist ja bewusstseinserweiternde Substanz, dann habe ich mir diese Karten einmal angeschaut, vor allem bei den heiligen Geometrien. Das sind platonische Körper, kann man auch sagen. Wie Tetraeder und Oktaeder oder Blume des Lebens, die habe ich auch noch dabei. Habe ich mir die angeschaut und habe sofort gesehen, was für eine Energie und gespürt auch, was für eine Energie da drin steckt, wenn man mit seinem eigenen Bewusstsein drauf schaut. Das ist wie so ein Schlüssel. Also wir mit unserem Bewusstsein aktivieren diese Zeichen. So, wenn du die Zeichen so da irgendwo hinlegst, da passiert da nicht viel, ne, mit den Zeichen. Aber wir mit unserer Schöpferkraft, wir erinnern uns, oder irgendwas ist das in uns, dass dieses Symbol wie ein Schlüssel verwendet. Und jedes Symbol hat seine eigene Wirkung. Man kann auch die Symbole auch verdrehen oder verändern, so dass es dann negativ wirkt. Das ist dann okkult, wird das verwendet, wie beim Pentagramm. Da wird das Zeichen umgedreht. Zeige ich gleich mal. Also ich habe hier zum Beispiel eins. Ich spreche ja immer über das Vertrauen oder Urvertrauen. Das ist wie so ein Kelch abgebildet. Also hier steht jetzt, hinter der Angst steht Vertrauen. Ja. Und
Ich hatte mal während eines LSD-Trips hatte ich mal sehr starke Rückenschmerzen. Da hat mir das dann gezeigt, dass ich da noch was habe an Blockade. Und dann habe ich währenddessen mit der Intention, das zu heilen oder das zu besänftigen, sage ich mal, weil ich habe immer noch Rückenschmerzen, diese Karte gezogen. Und dann habe ich dieses Zeichen, so wie ich dran kam, auf meine Lendenwirbelsäule rechts und links drauf gemalt. Das Zeichen lässt sich einfach nachmalen. Ich kam da wohl nicht so besonders dran. Am besten, wenn man jemanden hat, der das macht für jemanden. Jedenfalls Gordi, der läuft immer wieder. Das ist ja Gordi immer nach vorne. Einer links, einer geradeaus. Also, und nach kurzer Zeit sind die Schmerzen schwächer geworden oder fast weg. Und das hat mir das auf jeden Fall da gezeigt. Wenn ich jetzt nicht auf diesem Trip bin, dann spüre ich diese Wirkung nicht so stark direkt. Aber die Wirkung ist auf jeden Fall da. Ja. Dann habe ich hier zum Beispiel den Oktaeder. Sieht so aus, das ist quasi eine Pyramide, die nach oben zeigt und nach unten. Das ist die Verbindung von Himmel und Erde. Und das ist das Luftelement. Jedenfalls, also da steht jetzt die Umgebung reinigen und transformieren. Ich glaube, ich erzähle mal erstmal weiter, weil das Rumlaufen hier ist jetzt so anstrengend, weil es jetzt hier hoch geht. Das ist ein trockenes Flussbett, ich zeig das mal. So sieht es hier aus. Und dann habe ich hier ganz viele Felsen und Steine, über die ich dann klettern muss. Und das ist jetzt für das Video natürlich nicht so doll, ne? Gordi, komm mal her. Buddy! So, ich muss jetzt mal ab und zu die Jungs mal zurückrufen, ne? Das ist schon spannend für die hier, weil es sind hier viele Ziegen, die hier frei rumlaufen. Ja, beim Oktaeder habe ich auf jeden Fall gespürt, als ich das auch auf so einem Rausch, sage ich mal, das ist ja eigentlich kein Rausch, das ist Öffnen von dem Bewusstsein. Wenn man da länger drauf guckt, dann ist das wie ein Tor zur geistigen Welt. Plötzlich spürte ich volle Liebe um mich herum, wie die Engel oder was. Ich habe sie nicht gesehen oder so, aber ich habe sie wahrgenommen. Ich habe eine richtig schöne Energie wahrgenommen und der Raum veränderte sich etwas von der Farbe und Energien konnte man auch ein bisschen sehen, so ein bisschen verändern. Und es war ein richtig schönes, wunderschönes Gefühl. Ja. Also ich möchte jetzt keine Werbung für LSD oder so machen oder bewusstseinserweiternde Mittel, weil es hat auch, je nach Bewusstseinsstand, kann es auch negativ wirken. Und ich hatte auch schon mal einen Horrortrip und da dachte ich wirklich, ich sterbe. Im Nachhinein war es aber ganz lehrreich für mich. Ja, man muss halt verantwortungsbewusst nehmen. Und da hatte ich das nicht so verantwortungsbewusst genommen. Ja, also, dann habe ich hier den Taurus. Den habe ich auch schon öfters gezogen. Das Magnetfeld des Herzmenschen. Die liebende Energie deines Herzens heilt alle Wunden. Ja, der Taurus, der wird jetzt hier so abgebildet, aber der kann auch, also wie so ein Donut, aber kann auch runder sein, wie ein Apfel. Also die Natur, die hat viele
Torusse in sich. Also der Apfel ist auch ein Torus, weil da geht die Energie oben und unten durch. Und deshalb gibt es ja auch diese Apfelkitsche. Ja? Das ist quasi das Loch von dem Donut. Das hast du dann auch in der Tomate oder Mandarinen oder Orangen oder Kirschen. Fast alle Früchte haben das. Dann, also ich hatte mal ein T-Shirt mit dem Torus abgebildet und dieser lag dann auf dem Bett, auch als ich einen Trip gemacht habe mit LSD. Und dann habe ich darauf geschaut und dann denke ich so, da ist mir das erst klar geworden, dass ich das dann aktivieren kann. Und dann fingen an, diese Linien sich zu bewegen und in den Raum reinzugehen und bunt, wie so Regenbogenfarben. Daran sieht man auf jeden Fall, dass da so eine krasse Energie herrscht. In mir hat sich nicht direkt was getan vom Gefühl, aber ich fand das mega interessant, dass dieser Torus in den Raum reinging. Vom T-Shirt. Also das war echt Hammer. Ja, das hat mir auf jeden Fall bewiesen, dass da wirklich Energie hinter ist. Dann habe ich hier Peace zum Beispiel. Ja, steht natürlich für Frieden. Das ist auch eine Lebensrune, steht da. Allerdings habe ich vor kurzem gelesen, dass die falsch rum ist. Normalerweise müsste sie so rum sein. Keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich macht es auch mehr Sinn nach oben. Aber ja, ausprobieren. Ja, das gleiche, ich suche mal das Pentagramm. Hier das ist ein Zacke nach oben. So ist es positiv und so wird es im Okkultismus verwendet. Dann sieht das aus wie zwei Hörner von einer Ziege und ja, da wisst ihr ja, was es dann bedeuten soll. So ist es richtig rum. Und das steht für die Vereinigung der Elemente. So. Dann habe ich vor kurzem, also das ist das letzte Mal, ich habe mich sehr viel jetzt mit meinen Ahnen nochmal beschäftigt. Und dann ziehe ich hier diese Karte. Das ist auch eine Rune. Die Heimat der Ahnen steht hier drauf. Ottila-Rune. Lasse alte Gewohnheiten in Liebe los. Und das habe ich dann auch gemacht. Alte Gewohnheiten, alte Emotionen, Wut, Trauer. Ich habe es jetzt nicht mit der Karte losgelassen, aber ich habe dann etwas angezogen, quasi eine Heilmethode, womit ich das loslassen konnte. Das habe ich in dem vorletzten Video, glaube ich, oder vorvorletzten Video beschrieben. Mit dem Emotionscode habe ich einiges lösen können. Ja, aber noch? Ja, dann habe ich hier noch die Spirale, rechtsdrehend, gibt es auch linksdrehend. Rechtsdrehend ist es die ausströmende Kraft. Ja. Erstmal alles loslassen und andersrum dann kriegst du Input. Das steht hier für lasse die Energie sich ausbreiten und entfalten. Ich habe heute Morgen ein paar Schnecken gesammelt. Die haben nämlich auch diese rechtsdrehende Spirale. Kann man das sehen? Cool, ne? Und das ist die bekannte Blume des Lebens. Die
gibt es bei ganz vielen antiken Tempeln und Pyramiden und so wurden die gefunden, weltweit und in Europa, bei den ägyptischen Pyramiden und Tempeln, in China, in Israel, in Europa an verschiedenen Stellen. Ja, das All-Eins-Sein erblüht. Allumfassende kosmische Hilfe wird dir zuteil. Das ist die Bedeutung. Da habe ich auch mal drauf geschaut, längere Zeit, und da tut sich auch was, energetisch, aber ich habe da auch kein Gespür gehabt, so direkt. Allerdings habe ich dann später gelesen oder eine andere Blume des Lebens gehabt, die ein bisschen anders aufgebaut ist und dynamischer aussieht, und die erscheint mir auch schöner. Es kann sein, dass die hier auch verändert wurde. Deshalb muss man auch für sich da auch ja, seine eigene Intuition fragen, wenn man die Blume des Lebens verwenden möchte für seine Heilung oder wenn man die als Anhänger kauft. Ja, die wird oft so halt verkauft, ne, von den Geschäften. Da muss man sich mal fragen, wer dahinter steckt. Also ich habe da auch, ich bin da zwiegespalten. Und dann habe ich hier noch als letztes jetzt noch die Metatrons Würfel. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere. Ne? Also ich habe nur die gezogen, wo ich auch schon mal einen Bezug hatte. Aber ich habe in mir ja, Metatron-Energie, hat mir mal eine Geistheilerin gesagt. Und da steht unendliche Erschaffenskraft. Ja. Ich habe auch eine sehr starke Schöpferkraft, also Schöpferenergie. Wenn ich was manifestieren möchte, das klappt normalerweise immer. Vor allem, wenn ich auf so einem Trip bin, dann habe ich noch eine krassere Schöpferkraft. Dann kann ich mir eine Sternschnuppe wünschen und die kommt innerhalb von 5 Minuten. Ja, das ist jetzt das letzte Zeichen, was ich zeigen will. Das ist der Ankh, der ägyptische, ja, altägyptisches Zeichen. Lebens- oder Glückszeichen. Schlüssel des Lebens, glaube ich, wird es genannt. Und ja, das ist, ich fühle mich mit diesem Symbol sehr verbunden. Ich bin auch halb Ägypter und damit versuche ich in mein Herz zu kommen, quasi wie so ein Schlüssel. Zumindest wurde mir mal das angeraten, das zu verwenden und das zu visualisieren. Und da habe ich auch auf einem LSD-Trip auch meine Erfahrungen mitgemacht, die auch sehr, sehr interessant ist, weil mein Kopf ist manchmal ein bisschen wirr. Vor allem auf dem Trip erkenne ich das. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dann Muster und dann sehe ich dann auf einmal so ganz komische Fratzen und also dann denke ich schon, wow, was geht denn da ab in meinem Kopf? Ne? Und also so richtig so ekelhafte Sachen, teilweise so richtig, also wie so, man sieht das so ähnlich wie computeranimiert. Wir sind ja eh hier, das Leben hier ist ein Spiel, ne? Animationsspiel. Und wir sind die Avatare, dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Und das hat mir das nochmal bestätigt. Also man sieht wirklich vor seinem inneren Auge wirklich Animation. Und das ist einfach wie ein Computer gesteuert, animiert. Und dann denke ich, boah, nee, warum habe ich denn solche Sachen, ne, die mich erschrecken, ne, im Kopf. Und dann schaue ich mir diesen Ankh an oder versuche diesen auch zu visualisieren und plötzlich verschwinden diese Horrorszenarien im Kopf und dann wird es ganz klar. Oft ist es dann so mehr so goldig, mit klaren Strukturen, also richtig klare Strukturen, also richtig so
wie eingemeißelt. Ah, das ist der Hammer. Also, und dann habe ich auch so eine Ruhe in mir. Ja. Ja, also wie gesagt, ich möchte da keine Werbung für machen. Das muss jeder für sich selber erkennen. Es ist ja illegal in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Meiner Meinung nach war das für mich war es ein großer Augenöffner und da ging auch mein Bewusstseinswandel los. Weil wenn du einmal erwachst, schläfst du nicht mehr ein und ja, und dann geht's los. Ja, allerdings sollte man diese Mittel auch verantwortungsbewusst nehmen, weil man kann sich da auch Fremdenergien auflasten. Ja, und daher ist das jetzt keine Partydroge oder so. Habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe schon einiges probiert. Ja, es war soweit. Mir fällt jetzt zu Symbolen nichts mehr ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wurdet nochmal inspiriert. Falls ihr euch noch nicht mit Symbolen so beschäftigt habt, ja, da mal reinzuschauen und vielleicht auch das eine oder andere mal probieren. Ich habe ein Symbol noch, das ist auch ägyptisch. Also ist der Sonnengott Ra, der hat auch ein Symbol, also wo der abgebildet ist. Und damit kann man auch sein Wasser energetisieren oder sich das halt länger anschauen, meditativ. Und das gibt dir Lichtenergie. Ja. Ich habe das in meinem Telegram-Kanal geteilt. Das habe ich jetzt nicht dabei. Adel der Reisende. Falls jemand gerne dazukommen möchte, freue ich mich natürlich. Ich möchte da ja, Menschen, also das ist meine Vision, Menschen zusammenbringen wie in einer Gemeinschaft. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal was, so dass man sich auch gegenseitig helfen kann. Und denn irgendwann sind wir aufeinander angewiesen. Ich glaube, in naher Zukunft ist es ratsam, sich zusammenzuschließen. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen, was ist heute? Samstag. Ich habe gestern Donnerstag gesagt, war aber Freitag. Also man sieht, ich bin hier fernab von allem Wochentagen. Bei mir ist jeder Tag ein Feiertag. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Samstag und ein wundervolles Wochenende und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaltet. Und zwar wird das dann wahrscheinlich ein Thema sein, da geht es auch nochmal um die Befreiung der Menschen. Unsere Befreiung. Meine Gedanken dazu, die ich mit euch teilen möchte. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Abend und Wochenende oder wann immer du dir das anschaust. Wundervolle Zeit und bis bald. Euer Adel der Reisende.